schöner Fisch. Ja! Jawohl! Swedish anglers is the best. Der YouTube Predator Cup 2018 wird präsentiert von Duo, Angel Joe und Bass Brigade. Hier sind die Angler der heutigen Achtelfinalbegegnung. Luis Mendez geht für seinen Big L Fishing Channel an den Start. Der gebürtige Dortmunder mit spanisch-mexikanischen Wurzeln fischt am liebsten auf Zander. Als seinen besten Fang hat er jedoch einen anderen Fisch angegeben. Einen Hecht mit sage und schreibe 130 Zentimetern. Sein Kontrahent am heutigen Tag ist ein richtig schwerer Brocken. Dustin Schöne von Barschalarm TV konnte 2017 die WPC gewinnen. Der Lieblingszielfisch des Berliners ist ebenfalls der Zander. Sein bisher spektakulärster Fang war jedoch ein 51er Barsch. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer echten Blockbuster-Folge des YouTube Predator Cups. Wir sind im Achtelfinale. Es ist für beide hier die erste Runde. Ich bin froh, dass wir es heute geschafft haben, zusammenzufinden. Wir sind an einem Gewässer, was beide gut kennen. Dustin Schöne von Barschalarm TV angelt heute gegen Luis vom Big L Fishing Channel. Und ich bin wirklich gespannt, was ihr heute hier auf die Kette kriegt. Die beiden haben sich geeinigt, dass heute vom Boot geangelt werden soll. Du darfst als erstes die Stellen vorgeben. Du kennst dich hier relativ gut aus am Gewässer. Ja, ich habe hier schon mal drauf geangelt. Hast hier letztes Jahr deinen 1,30 Hecht 4B gefangen. Ja. Und wir haben keine Zeit zu verlieren. Los geht's. Ich habe leider das schwere Los gezogen, gegen Dustin Schöne anzutreten in der ersten Runde. Wir sind heute an einem Gewässer, was wir beide ganz gut kennen. Ich bin sehr gespannt, ich habe sehr viel Respekt vor ihm. Er ist ein sehr, sehr guter Angler und ich hoffe, dass ich trotzdem es schaffe, ihn zu schlagen. Die Bedingungen draußen sind sehr schwer. Wir hatten einen Kälteeinbruch. Ich glaube, ein Fisch wird heute entscheiden. Gucken wir mal, was geht. Wir melden uns, wenn was passiert. Beide Angler haben nun bis zu 6 Stunden Zeit, um jeweils bis zu 3 maßige Raubfische in die Wertung einzubringen. Dabei sind nur geworfene Kunstköder erlaubt. Hechte zählen einfach, Zander mal 1,3 und Barsche mal 2,4. Der Link zum vollständigen Reglement ist in der Videobeschreibung zu finden. Luis, wir sind am ersten Spot angekommen. Yep. Weshalb ist das jetzt hier der Ort deiner Wahl? A, der war ziemlich nah an der Slippe und ich hatte keinen Bock länger zu fahren. Und nein, das ist eine gute Ecke, die etwas tiefer ist. Wir angeln jetzt ungefähr auf 4 bis 5 Meter. Von der Wassertemperatur sollten sich hier auf jeden Fall ein paar Fische aufhalten. Und ich versuche es jetzt erstmal auf Hecht. Dustin wird wahrscheinlich auch auf Hecht angeln, der kennt sich ja hier aus. Und eventuell später fahre ich noch ein paar Barsch-Spots an. Jungs, das Gefecht ist eröffnet. Wie? Ich wünsche dir dicke Fische, Ich dir auch. aber nicht ganz so dick. Ja, nicht dicker als meine, bitte. Ja, das sieht irgendwie so ähnlich aus. Big Shots. Wie, wo willst du denn angeln? Ich weiß auch nicht, ey. Es geht hier wirklich sehr freundschaftlich zu, muss man sagen. Hier werden fast schon die Köder getauscht. Was unter anderem daran liegt, dass beide fast die gleichen haben. Aber es wird sich hier schon ein bisschen abgesprochen. Man sieht, beide Angler wollen heute vor allem, dass Fische gefangen werden. Ja, könnte sich natürlich ändern, wenn der erste Fisch an Bord ist. Ja, jetzt lachen wir noch. Biggie, Junge! Darf ich loslegen? Klar. Leg los. Startschuss ist gegeben. Ich wechsle die Route. Ich rechne mit richtig großen Fischen hier, weil Big L hat hier einen 1,30er gefangen. Da gehe ich lieber auf 120 Gramm statt 80 Gramm. Stell dir mal vor, du hast den 1,30er drauf und hast nur eine 80 Gramm Route in der Hand. So, Dustin, wir sind jetzt schon locker 30 Minuten hier am Angeln. Erster Spot. Ja.
Was sagst du? Ja, die Bisse sind auf jeden Fall hammerhart. Ja. Nee, Ich sag mal also- so, das ist vielleicht alles auch nur Taktik von mir, erstmal einen Spot zu nehmen, wo überhaupt nichts geht. Ja. Um dich einfach psychisch fertig ich zu habe ja machen. deine Videos auch schon gesehen. Ich weiß ja, dass du hier fängst. Deswegen vertraue ich dem Spot. Hast du die noch mal vorher analysiert? Nee. Nee, aber ich muss sagen, wenn du hier eine halbe Stunde angelst und in einer halben Stunde nicht eine einzige Sichel auf dem Lot siehst, also da wird man jetzt nicht unbedingt, kriegt man nicht mehr Vertrauen in die Stelle, aber wie gesagt, ich weiß, dass du hier gefangen hast. Das ist alles Taktik. Alles Taktik. Dann, wenn du unkonzentriert bist, Dann schlägst du zu. dann fahre ich über diesen einen kleinen Stein, wo immer eine dicke Mutti steht. Und dann schlage ich zu. Ich traue dir das zu, mein Freund. Damit kriegst du mich nicht. Ja, ich habe echt selbst gerade gedacht, ich hatte einen Biss, aber es war kein Biss. Ja, Phantombiss. Ja, wenn man eine halbe Stunde nichts merkt, muss man sich ein paar Motivationsbisse selbst verschaffen. Das ist immer gut. Ja, Spotwechsel ist angekündigt. Das heißt jetzt erstmal, ich kann ja hier mit offenen Karten spielen. Das sieht ja auch alles leider, was ich hier mache und bastel. Wir fahren gleich zu einem Barsch-Spot. Und dann muss ich mal tief in die Trickkiste greifen und werde mal mit dem Carolina Rig angreifen. Denn an diesem Gewässer wird sehr oft groß gefischt. Und es ist ab und zu nicht verkehrt, einfach mal ein bisschen anders zu fischen. Deswegen will ich ein bisschen kleiner jetzt gehen und versuchen, einen kleinen Barsch rauszuzuppeln. Guter Plan, gefährlich. Mal gucken, was ich mache. Biggie sagt, hier fischen viele groß auf Barsch. Hat auch einen Grund. Funktioniert halt. Deswegen werde ich, glaube ich, die Taktik auch fahren. Große Machen wir auch Fischen? anders. Großfischen. Ja. Große Barsche, große Köder. Große Barsche, Monkey Lures. Das ist meine Antwort. Mal gucken. Ich muss sagen, wenn das funktioniert, mache ich es halt einfach auch. Ganz einfach. Spotwechsel, Biggie. Jo, jetzt fahren wir zum Barsch-Spot. Auf zu neuen Ufern. Ja, erstmal festhalten. Dustin zieht schon seine Rallye-Handschuhe an. Seid ihr angeschnallt, alle? Ja. Sehr gut. Leider läuft es nicht so wie geplant. Ich hatte noch gar keinen Biss. Soweit ich es gesehen habe, hat Dustin auch noch keinen Kontakt gehabt. Naja. Ja, und wie ist es immer, wenn es so zäh ist, man probiert sehr viel aus. Ich werde jetzt mal ein bisschen mit einem Rubber Jig fischen. Gucken, ob darauf was geht bei den Barschen. Beim Rubber Jig fischen schon gut gefangen, allerdings hier nicht. Trotzdem werde ich jetzt mal versuchen. Wir probieren Barsche zu fangen und wenn sie kein Fischchen wollen, vielleicht wollen sie ja einen Krebs. War das ein Biss? Ich weiß es nicht. War ein Schnurschwimmer oder das war ein Biss? Biggie, hör auf damit. Ich war gerade hier so am Hantieren und da habe ich den Schlag gespielt. Ich habe gedacht, du wärst das gewesen. Nee, war wo ganz anders. 3 Stunden Angelzeit sind jetzt vorüber. Biggies Zeit ist abgelaufen. Dustin hat jetzt das Kommando. Okay, Was dann. natürlich nicht bedeutet, dass du dich jetzt zurückhalten musst. Nein, aber jetzt fahren wir an deine Stellen, Dustin. Und ich hoffe, die bringen ein bisschen mehr Fisch als meine Wie gerade. Anfang schon erwähnt, ist im Moment einfach brutal schwer. Ich glaube, viel mehr wird da auch nicht gehen, aber der eine Glücksfisch, glaube ich, entscheidet heute. Der Lucky Punch. Der Lucky Punch. In der Dämmerung spätestens, oder? Dann dämmert's, hämmert's, hat ein ganz, ganz bekannter Angler gesagt. Und wer war's? Dustin Schöner. Nein! Wer war's? Roland Lorkowski, Junge. Kennst du nicht? Die ganzen Anglervideos früher? Du bist ja genauso alt wie ich. Der hat immer Bin ich so alt wie du? Hämmert's. Du siehst jedenfalls so aus. Ich sehe so aus vielleicht. Das Leben hat mich gezeichnet in der dritten Welt, aber In der dritten Welt. ich bin 28. Ja, ich bin 32. Ja, Du hast auch ich will Profi-Krieger schon. geguckt, oder nicht?
Ja, habe ich. Ja, siehst du. Gut. So, Thema abgehakt, wir fahren jetzt zum Spot. Los geht's, Fische fangen. Bis zur Halbzeit kann keiner der beiden Kontrahenten einen Fisch landen. Somit stehen auch noch keine Punkte auf dem Scoreboard. Sollte am Schluss Gleichstand herrschen, gewinnt der Angler, der insgesamt mehr Fische regulär gefangen hat. Dabei zählen dann auch alle anderen Fischarten und untermaßige Fische. Steht auch diese Bilanz unentschieden, wird der Gewinner per Zielwurf ermittelt. Ihr wollt mehr fangen? Herzlich willkommen bei Angel Joe, die größte Auswahl und beste Beratung für deinen Fangerfolg. Jetzt schon 10-mal in Deutschland und online unter www.angeljoe.de. Du willst bei der Auslosung zum YouTube Predator Cup 2019 live dabei sein, die Stars der Szene treffen und sogar als Losfee aktiv werden? Hier kommt deine Chance. Wir verlosen 2 VIP-Tickets für die Angelwelt Berlin. Dabei übernachtest du mit deiner Begleitung 2 Nächte im modernen Titanic Komfort Mitte im Herzen Berlins mit direkter U-Bahn-Verbindung zur Berliner Messe und erstklassiger mediterraner Küche. Die Teilnahmebedingungen findest du in der Videobeschreibung. Viel Erfolg! So. Also Wildwasser-Rafting, da bleibt man generell trockener als bei Dustin auf dem Boot. Krasser Fahrstil, aber ich glaube, das ist alles auch nur Psychotaktik hier. Ein Psychospiel mit den Kollegen. Wo angeln wir jetzt, Dustin? Hier, tief, 10 Meter. 10 Meter, du kannst im Freiwasser probieren, du kannst am Grund probieren, aber angeln kannst du ja selbst. Hier an der Stelle habe ich noch keine Barsche gefangen, hier hatten wir Zander und Hecht. Und dann fahren wir danach darüber, da hatten wir auch Barsche und Hechte. Gucken wir mal. Okay. Auf dem Lot ist nichts. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Das ist ein gutes Zeichen, wollte ich wohl meinen. Ja, so tief haben wir jetzt heute noch nicht geangelt. Ich werde jetzt ein bisschen schwerer fischen und ich werde einfach so einen Kompromissköder angeln. 14 cm groß, kann alles drauf gehen. Deswegen, ich will mich jetzt nicht so ganz einschießen. Jeder Fisch zählt. Würde ich jetzt gezielt auf Hecht angeln, würde ich was anderes wählen. Aber ich will halt nichts ausschließen. Deswegen kommt da einfach ein 14 cm Köder dran und gut ist. Ich gehe aufs Ganze. Ich schließe jetzt mal Barsch und ja, Zander kann auch drauf beißen. Aber aus und probiere es wirklich nur auf Hecht. Und ja, dann am nächsten Spot gehe ich mal wieder auf Barsch. Aber hier angel ich erstmal große Köder. Bisschen schweres Blei auf 8 Meter am Grund und hoffe, dass da die dicke Mutti einsteigt. Ja, wo liegt die Kraft, Big Easy? Ich als alter Marathonläufer weiß, dass man den Punkt, wo man zum Sprint ansetzt, genau abstimmen muss. Nicht zu früh. Nicht zu früh. Nicht zu früh Gas geben, Leute. Deswegen. Das soll erstmal ein bisschen die Fische lokalisieren hier. Und wenn ich merke, das große Fressen beginnt, dann höre ich auf zu essen und fange mit an zu angeln. Wir haben gerade mal bei Instagram ein kleines Voting gemacht und aktuell bist du der Favorit, mein Freund. Du musst ich weiß nicht, ob die Leute Mitleid mit mir haben, aber ihr setzt gerade auf den falschen Typen. Das ist konzentriert am Angeln. Wie viele Leute werde ich enttäuschen? 110 aktuell. 110. Ja. Danke, dass ihr mir die Daumen drückt. Ich gebe mein Bestes in 5 Minuten. Also es wird wirklich, wirklich verdammt tief gestapelt mittlerweile. Ich erinnere mich da an so eine Aussage von der Messe. Man muss sagen, es war vor der Auslosung. Aber da wurde noch ein bisschen schärfer geschossen, oder? Ich kann mich an nichts erinnern. Nee?
Wir blenden es hier nochmal ein für euch. Bald ist es soweit. Die Auslosung steht kurz bevor. Gibt es jemanden, gegen den du sehr gerne angeln würdest oder jemanden, auf den du auf keinen Fall treffen möchtest? Das Line-Up ist cool. Ich will auf jeden Fall ein paar von den Anglern kennenlernen. Das Gute ist, viele kenne ich auch. Gefürchtete Angler wie Dustin würde mich irgendwo freuen, gegen ihn zu angeln, weil man sich sehr gut versteht. Aber es sind halt Angler mit krassen Skills. Deswegen wäre mir ein namenhafter Gegner erstmal nicht so wichtig. Aber ist eigentlich egal. Ich habe Bock auf alle und ich will alle fertig machen. Ich mache da mit, um Karrieren zu zerstören. Wir fahren jetzt zu einem anderen Spot, haben hier, wie zu erwarten war, auch nichts gefangen. Haben tief auf Hecht geangelt. Jetzt gehen wir an eine Steinpackung, bisschen flacher, jiggen auf Zander und Barsch. Aber wie schon so oft gesagt, heute ist es wirklich zäh und ja, vielleicht geht in der Dämmerung noch der ein oder andere Fisch. Ich glaube gerade nicht mehr dran, aber vielleicht Biggie. Was ist dein Plan? Einfach angeln. Ich vertraue dir. Ja, ich freue mich, ey. Digga, bei der 10 Nummer, da muss ich dir auch gratulieren. Danke dir. Obwohl es ein bisschen im Herzen wehtut, aber Danke, Respekt. danke. Ja, Wahnsinn, ey. Ist die Taktik doch aufgegangen jetzt. Also Taktik ist übertrieben, aber ey, ich freue mich der natürlich. Plan ist perfekt aufgegangen. Ich freue mich riesig. Was wird er haben? 65 vielleicht? Wir werden es jetzt rausfinden. Genau. Oh, ein bisschen nass machen für den Fisch. Oh, ist ein guter Fisch. Kein Riese, aber Das ist ein guter Fisch, Mann. auch kein schlechter. Oh, der Wirbel ist aufgebogen schon. Er wollte den auf jeden Fall haben. Schöner Fisch. Köder. Messen wir ihn mal. Genau, 63. ja. Genau 63. Schöner Fisch. Ich freue mich natürlich riesig, weil hier im Duell gegen Big L ist natürlich nicht leicht zu punkten. Vor allem bei den Bedingungen. Mal gucken, ob er noch nachlegt, der gute Angler. Aber ich bin auf jeden Fall froh, den jetzt schon mal hier ins Rennen geworfen zu haben. Petri Dustin. Danke Richtig dir. geil, Mann. Richtig geil. Danke. Toller Fisch, ne? Sieht der schön aus. Wirklich schön Gold. Und ciao. Yes. Sehr gut. Der 63er Zander mit dem Faktor 1,3 multipliziert, bringt Dustin 81,9 Punkte. Er geht damit in Führung und erhöht den Druck auf Luis. Doch noch ist natürlich alles offen. So, Biggie. Dustin hat vorgelegt. Ja, habe ich mitbekommen. Du bist jetzt ein bisschen unter Druck geraten. Aber du hast natürlich auch die Möglichkeit, erstens, wir bleiben an dem Spot. Spotwechsel ist auch nicht angekündigt bisher. Also Dustin versucht jetzt nicht irgendwo hinzufahren, um dir die Tour zu vermasseln, wo es vielleicht schlechter läuft. Sondern du hast jetzt hier natürlich die Möglichkeit, auch an der Steinpackung nachzulegen. Was ist deine Strategie? Ja, es war eigentlich bis gerade eben sehr entspannt auf dem Boot, muss ich sagen. Also man konnte sich ein bisschen zurücklehnen, man hat so ein bisschen gequatscht. Aber ich glaube, jetzt so langsam geht mein Puls hoch. Ich muss mal langsam ein bisschen Gas geben. Und das werde ich jetzt auch tun. Du musst vielleicht auch wieder ein bisschen angriffslustiger werden. Also du hast ja schon versucht, das ein bisschen mehr über die Defensive zu regeln. Erstmal hinten dicht. Aber jetzt ich glaube, jetzt kommt der Zeitpunkt, wo ich zum Sprint ansetzen muss. sollte man mal einen Stürmer einwechseln. Wie sieht's aus? Ist das Big L Spezial heute? Ja, habe ich jetzt mir drauf gemacht. Sehr trübes Wasser hier. Wir haben noch ein bisschen Licht im Wasser. Gute Kombination. Da funktioniert diese Farbe ganz gut. Und ja, Dustin hat mir jetzt an dieser Stelle gezeigt, dass Zander anscheinend hier auch stehen. Es ist sehr flach hier. Hat er ja gesagt. Hat er gesagt, hat er gezeigt und ich hoffe, ich kann es ihm nachmachen. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Habe mich auch, muss ich sagen, mit ihm sehr gefreut, dass jetzt ein Fisch gekommen ist. Umso mehr würde ich mich genauso freuen, wenn du jetzt nachlegen könntest.
oder sogar in Führung gehen könntest. Gib Gas, Junge. Ich gebe Gas. Erzähl uns doch allen mal, wie sich das gerade angefühlt hat. Was für eine Art von Biss. Gut hat sich das angefühlt. Das Fisch glaube ich sofort. Fische fangen Besser als das jetzt wahrscheinlich. Fische fangen fühlt sich immer gut an, ja, aber es war ähnlich. Ich habe nah ans Ufer geworfen, weil da die Steine sind. Man auch immer mit dem Bleikopf die Steine berührt. Das finde ich grundsätzlich immer ganz gut. Das gibt mir ein gutes Gefühl. Und ja, ich hatte einen Hänger. Und nachdem ich den Hänger mit diesem Schnipstrick gelöst hatte, 1 oder 2 Kurbelumdrehungen später, hing der Zander. Ist der voll raufgepfeffert. Und, Also ganz im Flachen gebissen. Ja, da wird es so 2,5, 3 Meter sein. Ich habe gehofft, erst ist ein Barsch, weil die ersten Kopfschüttler schon sehr Ich dachte auch schnell, im allerersten Moment sah es für mich aus wie ein ja, Barsch. schnell und agil waren. Und bei dem Umrechnungsfaktor wäre der Barsch natürlich, hier fängt man schon große Barsche, also unter 40 fängt man hier nicht so häufig. Das würde dann halt eben mit einem Umrechnungsfaktor von 2,4 sehr viele Punkte geben. Naja, über den Zander habe ich mich auch sehr gefreut. Ein wunderschöner Fisch, total golden, dunkler Bauch, sah echt richtig cool aus. Und ja, hat mich in Führung gebracht. Wir haben es gerade mal nachgerechnet, 81,9 Punkte stehen auf deiner Habenseite. Ja, Und Biggie ist jetzt ein bisschen ins Schwitzen gekommen. Kescher bitte. Oh, schöner Fisch. Zählt der auch? Nee. Warum nicht? Guck mal, wie Biggie sich freut. Biggie, du kleine Ratte, du. jetzt einfach so lachen. Das ist nichts gegen dich, aber schon Nee, Kescher den mal nicht. Oh! Guck mal, Alter, willst du mich verarschen? Ja, größer als stärker als ein großer Hecht. Ich hab ja leicht in deinem Gesicht gesehen, Biggie. Ich muss einfach lachen. Mit Kescher und dann kommt das Ding da hoch. Ja, du, ey. Weißt du nie, ne? Das stimmt, die fühlen sich gut an. Alter, ist das eine Maschine. Richtiger Klodeckel. Ja, schade. Hat sich erst nach einem guten Fisch angefühlt, aber ja, war dann halt doch nur eine Brasse. Das war einfach eine lustige Situation. Erst habe ich gedacht, oh fuck. Jetzt zieht er direkt den zweiten Fisch kurz nach dem Zander raus. Aber als ich dann die Flosse rückwärts auf ihn zukommen sehen habe, wusste ich, das ist nicht ganz normal. Und dann war natürlich die Erleichterung groß, weil ich muss jetzt erstmal die Punkte, die er gemacht hat, wieder ausgleichen. Und ein zweiter Fisch, das wäre jetzt auch für die Psyche nicht gut gewesen. Deswegen nochmal durchatmen, den Schock verdauen, fokussieren und zurückhauen. So, jetzt geht's los, Freunde. Der Spaß ist vorbei! Dustin Long D. Ein 82er Hecht, ein 64er Zander oder ein 35er Barsch würden ihm aktuell reichen, um das Blatt zu seinen Gunsten zu wenden. So, Dustin, mit der Führung im Rücken, du hast einen Spotwechsel angekündigt vor 15 Minuten. Ja. Das tritt jetzt in Kraft. Du willst es jetzt irgendwo einfach auslaufen lassen, nehme ich an? Das war diplomatischer. Ich habe Biggie gefragt, ob wir wechseln sollen. Er hat gerade einen vorgeschlagen, einen Spot, den Barsch-Spot, den er heute schon mal befischt hat. Ich habe mich darauf eingelassen, was natürlich ein bisschen gefährlich ist. Da stehen Barsche, das weiß ich, das weiß er. Barsch hat einen Faktor von 2,4, das heißt, wenn er einen fängt, ist das natürlich sehr gefährlich für mich. Aber ich meine, wir wollen den Zuschauern was bieten. Klar will ich gewinnen, aber ich habe auch Bock, Fische zu fangen. Ja, finde ich gut, erstmal so eine großzügige Einstellung, will dann aber auch nichts hören nachhinein. Na, das wird nicht passieren. Du meinst, ich soll kein Hähne machen? Das habe ich nicht gesagt. Das hab ich nicht gesagt. Okay, also Biggie. Ja, also alles oder nichts. Ne? Er kann auch den Barsch fangen. Dann ist es die komplette Zerstörung für mich. Aber das ist natürlich cool, dass wir jetzt nochmal an einen fischreichen Spot fahren. Und ja, das denn. Schauen wir mal. Also Der Bessere soll gewinnen. Los geht's, Biggie. Besser nicht. Ich bin jetzt natürlich ein bisschen nervös.
weil der Biggie vorne angeln kann, während ich noch montiere. Das heißt, wenn er den Barschwarm findet, bin ich nicht da und kann auch nicht reagieren. Deswegen schnell montieren. Auf zum letzten Spot. Ja, jetzt am Abend machen wir nochmal eine ganz andere Taktik. Wie vorhin schon gesagt, habe ich damit schon viele schöne Hechte hier gefangen. Wir haben den ganzen Tag gejiggt, haben flach probiert, haben tiefer probiert. Wir haben alles gemacht eigentlich und es lief immer zäh. Jetzt sind wir über 20 Meter, 18 Meter Wassertiefe und ich lasse den jetzt so auf 8 Meter absinken und hole ihn ganz langsam ein im Freiwasser. Ist am Anfang vielleicht ein bisschen komisch, weil man so irgendwie im Nirgendwo angelt, aber wie gesagt, wenn man sich so die letzten Barschlamm-TV-Folgen anguckt, da sieht man den einen oder anderen schönen Hecht, den ich da fangen konnte und den hoffe ich jetzt auch noch zu fangen. Ja, habe den gerade ersten 3-4 Kurbelumdrehungen eingeleiert und dann kam voll was raufgescheppert. Keine Ahnung. War auf jeden Fall ein schöner Biss. Sieht allerdings eher nach Zander aus als nach Hecht. Ich glaube, das ist alles hier Psychoterror, was er versucht hier auszuüben. Ich bin dabei, ich bin dabei. Ich habe mich noch nicht aufgegeben, obwohl mir das manchmal hier vorgeworfen wird an Bord. Die letzten Minuten, mein Freund. Oh, 8 Minuten noch. Why? Es laufen jetzt die letzten 4 Minuten, mein lieber Marathonläufer. Ich glaube, so langsam fällt allen auf dem Boot, dass das nicht stimmte, dass ich Marathonläufer früher war. Und wo bleibt der Sprint? Der Sprint, ja. Du, man kann mir nicht nachreden, ich habe nicht alles versucht. Aber es hat nicht funktioniert heute. Das, was ich mir so vorgestellt habe an Stellen, an Köder, hat heute nicht gezündet. Und ich muss leider zugeben, dass der Dustin das schon heute ein Stück besser gemacht hat wie ich. Und er verdient weiterkommt. Ja, machen wir jetzt noch ein paar Würfe. Ja, 2. Ja, im vorletzten kann man schon noch mal einen fangen. Wie voll will. Genau. So, der Schlusspfiff ist ertönt. Wir haben einen Gewinner. Dustin zieht in die nächste Runde ein. Ich gratuliere. Danke, Biggie. Es war mir eine Freude trotzdem, heute mit dir zu angeln. Ja, war ein es war schöner Tag. Großen Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ich hätte mir für beide ein paar mehr Fische gewünscht. Absolut. Aber der eine Fisch, Der eine der Fisch zählt auch. hat heute ja, den Sieg gebracht. Glücksfisch, kann man sagen. Wenn man nur einen Fisch fängt, ist das jetzt nicht... Du, aber auch an einem schwierigen Tag macht das einen guten Angler aus, Danke den dir. einzigen Fisch dann trotzdem zu fangen. Du kommst verdient weiter und ich drücke dir die Daumen, dass du dann wenigstens auch den Titel holst. Ja? Ja, also das hoffe ich natürlich auch. Gucken wir mal. Hast du Schwierige noch Gegner. einen Wunschgegner? Enrico. Enrico, nicht weil er ein schlechter Angler ist, sondern weil ich ihn sehr mag. Ich habe Bock mit ihm zu fischen, so wie heute. Ne? Macht ja natürlich mehr Spaß, 6 Stunden mit jemandem auf dem Boot oder am Ufer zu verbringen, den man mag. Deswegen habe ich echt Lust, mit Enrico die Ventura zu fischen von Westwind. Ja. Und ihn natürlich zu schlagen, das will ich natürlich auch. Klar. Enrico gegen Dustin wäre, glaube ich, im Halbfinale möglich, wenn ihr beide so weit kommt. Verfolgt auf jeden Fall den weiteren Verlauf des Turniers. Ob es Dustin bis ins Finale oder sogar zum ganz großen Wurf schafft. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Falls ihr den Big L Fishing Channel oder Barschalarm TV noch nicht abonniert habt bei YouTube, holt das auf jeden Fall nach. Wir würden uns natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr unseren Kanal auch abonniert, uns ein Like gebt für dieses Video, einen Kommentar, wie es euch gefallen hat oder irgendeine andere Anmerkung. Und natürlich auf jeden Fall wieder einschalten, wenn wir die nächste Folge hochladen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Peace.
In einer sehr schwierigen und trotzdem extrem spannenden Begegnung setzt sich der WPC-Champion von 2017 Dustin Schöne mit 81,9:0 durch. Er trifft im Viertelfinale auf den Gewinner der Partie Rock the Fish gegen Fish and Clips. Für den Big L Fishing Channel ist das Turnier in diesem Jahr bereits vorbei. Doch er wird sicher in 2019 wieder angreifen.